Guten Tag, jeder einer hier von dir. Dankeschön für mit uns sein hier ab das evangelische Radioprogramm. Wir haben ein schönes Programm hier heute für jeden von dir. Und das Thema, der handelt sich wieder, wen sind. Und wir werden uns selbst bekicken, als wir wirklich Sünder sind, als wir Buße haben getan für die Sünd, und auch wieder als Christen, als wir frei von der Sünd sind. Wir wünschen, dass der Heilige Geist wird leiden in diese nächsten 30 Minuten. Und wir sind dankbar, besonders, dass du hier mit uns bist. So starken mächtig, dein Bild so wunderschön. Kämpfst du uns von Gott im Himmel, alle Tiden überall. Jesus wollte dir auch merken, dann lädt ein im Himmel dein Heim wieder in für jij om ieder sind. Tine lijkt zo rein en heilig, raad me van den eigen dood. Maar wel ik kan me loven voor zijn Jesus wollte dir auch merken, dann lädt mir am Himmel nennen. Durch sein Blut dein Heim wieder in für jij om ieder sind. Wir haben das Thema von Sunde letzte paar Werk bekickt und wir werden wieder kicken von der. Aber wer wird das erst sein? Jesus Christus hat die Antwort für Sünde. Jesus Christus hat deine Sünde vergeben. Wenn du das freie Geschenk annimmst, wird er ab dem Kreuz für dich deut. Und Jesus Christus hat mehr als das getan. Er hat dir die Kraft gegeben, zum frei von Sünde sein. Wir kicken nur das Thema von Sünde als negative Ding. Aber wirklich, wenn wir Jesus Christus als uns Herr und Heiland haben, dann können wir für ewig dankbar sein, dass er wirklich hat für uns den Sieg über die Sünde gewonnen. Bevor wir wiedergehen, können wir noch taub beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken und preisen dich für was du all für uns hast getan. Wir danken dir, dass du stirbst ab dem Kreuz. Wir danken dir, dass dein Blut ausgegoten wird für unsere Sünde und für die Sünde von jeder Tauherrscher. Jesus, ich bete, dass du diese nächste Zeit wirst segnen, du wirst jeder Hort anscheren mit deinem Wort, dass wir wirklich keine Klarheit haben in uns Leben und wo wir stehen mit dir. Jesus, ich bete, dass du wirst jeder Tauherrscher segnen, du wirst meine Lappen auch salben, dass bloß dein Wort wird geredet worden und wirklich, dass die Namen wird geirrt sein.
Ich danke dir für das, Jesus, und ich bete in die Namen. Amen. Ein klein bisschen trägt im Denken, was wir auch haben bekickt in das Thema von Sinn. Erst ging wie in Psalm 32 und wie bekickt in David sein Leben, wo dort gesegnet wird, wo dort froh wird, wo dort voll Gott seine Kraft wird, wann er seine Sinn bekannt hat. Aber wenn er seine Sinn probt zu verstärken, dann wird das, dass er irgendein Fluch wird. Er hat keine Kraft, er kann nicht schlupen, dort fehlt es, er wird ankommen. Der Lied ist klar. Wenn wir unsere Sinn bekennen zu Gott, dort ist ein Segen. Und dann bekickt wie was es sind. Und dann seht wie die Bibel sagt, sind es, wenn wir Gott sein Gesetz bedenken dann. Sind es irgendwas, was Gott in Hut verhaft. Und sind es die Wolken von das Fleisch. Das meint, wir sind der Port von Gott. Wir leben und schaffen nicht mehr durch sein Geist. Die Bibel sagt, der Geist und das Fleisch schaffen nicht taub. Das meint, wir haben uns einer Weg in Schad zu gehen. Wir glauben, wir können das selbst tun. Wir sagen, Gott, uns fehlt das nicht an die. Ich will mich auch selbst weiten mit dit. Und diese Natur lädt uns in den Sinn nähen. Und dann kommt das so weit, dass Sinn wirklich Kraft hat in uns Leben. Wir bekickten, wo die Sinn aufhängt. In der Garten Eden von der Geschichte von Adam und Eva. Und wo sie werden getrennt von Gott. Wir fragen uns die Frau, sind einzige sind, euer als andere sind. Und da sind verschiedenste Strophen, verschiedenste Sinnen. Die Bibel sagt, wer schuldig ist von ein Part von das Gesetz, ist schuldig von der ganzen Gesetz. Wir haben eine Geschichte von zwei Jungs, die wollen nicht einen Cake essen, und ein klein mit Hund messt werden wir, und das wie ein Bild von uns. Wenn wir sein, dass da sind es, das soll uns ein Ekel sein, dann wollen wir kein Part von dort haben. Von der, wer wir bekicken, sind wir wirklich alle schuldig von Sinn. Die Bibel ist sehr klar an das, aber ich will ein paar Versen lesen aus Römer Kapitel 3, Vers 10, 11 und 12. Und dort sagt es dit: So als dort geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der ein Verständnis für Gott hat oder nur am Segen det. Sie haben alle Gott seinen Weg verloren und sind nutzlos geworden. Dort ist nur klar von uns zu sein, dass da keiner gerecht ist. Nicht einer, sagt das da. Und wieder in dem Kapitel, Vers 23 von Römer Kapitel 3, sagt es dit: Da ist kein Unterschied. Alle Mann haft gesündigt und kämpft daran taughart, wo er bei Gott sein soll. Warum sind da dann so viele, die denken, die leben nicht in Sinn? Die sind nicht so schlecht. Wir haben noch ein Vers lesen von 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8, wo uns krank diese Gedanken erklären dann. Das sagt dit: Wann wir sagen, wir haben keine Sinn, dann leben wir uns selbst Wort fair und haben die Wahrheit nicht in uns. Ein von den Lehren, was die Soten uns prüft, dass wir uns selbst sein, dann ist, dass wir nicht so schlecht sind. Wir sind besser als uns Nober. Ich darf vielleicht nicht schmecken, ich darf vielleicht nicht trinken, ich sehe nicht so schlecht. Aber dann dürfen wir uns selbst verfehlen. Dann dürfen wir uns selbst verlieren. Der erste Stopp, dass wir wahre geboren sind, ist, dass wir uns zu sein kriegen, dass wir ein Sinnproblem haben. Die kosten eine Plotterei, ob die eine Kur haben. Die kostet vielleicht nicht sein, dass die eine Plotterei hast, dass nicht hier, dass die eine Plotterei hast, aber der Reif wird niemals wahre gefixt worden, wenn die dort nicht anworden ist. Dort kann even so weit kommen, dass die Reif bekicken ist. Die kostet sein, der ist plot, die kostet hier, der ist plot, und die kostet die bloß sein, hey, das ist okay, ich kann auch eine Station dieser Reif fahren. Das eine Plotterei abfixen, das ist ja unnötig. Viele Menschen haben platte Reifen. Reifen sind ja nicht so wichtig. Das hielt sich ein bisschen funnig, wenn wir so würden tun. Aber ich glaube, viele Menschen haben den Krieg so mit Sinnen erleben. Mit diesen Gedanken, dass sie getrennt sind von Gott. Vielleicht seien sie nicht ihre Sinn. Vielleicht wollen sie dort nicht an, dass sie in Sinn sind. Aber die Schuld ist noch immer da in ihr Leben. Vielleicht seien sie diese Sinn, aber die wollten nicht, wo ihre Sinnproblem zu lösen. Vielleicht denken sie so, die sind es nicht so schlecht, die sind ja alright, die sind ja nicht so schlecht, das ist ja nicht so ernst. Und ich kann bloß wieder gehen in mein Leben, wie das ist. Sinn, die Schuld von Sinn, macht besorgt. Und wie kann der nicht selbst besorgen? Diese Schuld ist gerade als wir können betonen. Wir haben nicht eine Radung für dieses Problem, aber dank dem Herrn, Gott haft.
En dat brengt ons naar onze nächste Frau. Bist du rein gemerkt en vergeeft van die Send? Wat meint dit? Wo passiert dit? Dat heeft te doen met Bekehrung en dat we ware geboren zijn. Onze Sünden zijn weggewaschen durch das Blut von Jesus Christus. 1. Johannes Kapitel 1 Vers 7 sagt dit. Wenn wir ober im Licht von Gott leben, so als Hij im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut von sein Sohn Jesus Christus merkt uns rein von alle Sünd. Wat wascht unsere Sünden weg? Das ist Jesus Christus. Wat merkt uns frei von der Schuld von Sünd? Das ist das Blut von Jesus Christus, das uns rein merkt von alle Sünd. Und wenn die Bibel sagt, alle Sünd, das meint jeder Sünd. Alle Sünd. Du hast nichts, was du kannst tun, was Gott dir nicht all hat vergeben. Wenn du das annimmst, was er wirklich für dich hat getan. Durch den Tod von Jesus Christus ab dem Kreuz. Das Blut von Jesus macht uns frei. Nicht unsere gute Werken, nicht, dass du ein besserer Mensch bist, nicht, dass ich mein Trinken oder Schmecken ab hier, aber das Blut von Jesus Christus. Was macht mich frei von Sünd? Nichts anders von das Blut von Jesus Christus. Mich von Sünden rein, löst das Blut von Jesus Christus. Wodurch kann ich selig sein, löst das Blut von Jesus Christus. Und köstlich ist das Blut, mir hat allen Schulden befreit, uns vom Heiligen. Löst das Blut von Jesus Christus. Wat kann euch in meine Schuld? Löst das Blut von Jesus Christus. Wat gibt mir den Frieden mit Gott? Löst das Blut von Jesus Christus. Oh, köstlich ist das Blut von Jesus Christus. Wort versäumt uns hier mit Gott. Löst das Blut von Jesus Christus. Wort rat uns in jeder Not. Löst das Blut von Jesus Christus. Oh, köstlich ist das Blut, mir hat allen Schulden befreit, uns von euren Not. Löst das Blut von Jesus Christus. Was dort passte angebaut, löst das Blut von Jesus Christus. Was merkt mich gereicht für Gott, löst das Blut von Jesus Christus. Oh, köstlich ist das Blut, mir hat allen Schulden befreit, uns vom Heiligen Blut. Löst das Blut von Jesus Christus. Löst das Blut von Jesus Christus. Wort nennt mich Himmelszelt. Löst das Blut von Jesus Christus. Oh,
sich erst verblüht, mir und alle Schulden geht, fragt uns vom neuen Död, blößt das Blut von Jesus Christus, blößt das Blut von Jesus Christus. Jeremia 31, Vers 34 sagt dit: En daar wordt nicht ein jeder seinen Nober und sein Bruder belehren und sagen, du sollst den Herrn kennen, wils dann wird in jeder den Herrn kennen, und jeder von kleinsten bis den geradsten, ich war an ihre Schande vergeben, und nicht mehr an ihre Sünden denken. Das ist eine schöne Farge. Wo stehst du von dir, lieber Tauchercher? Hast du das Staub genommen, dass du deine Sinn hast bekannt? Dass du hast Jesus Christus angenommen als dein Herr und Heiland? Du hast dort bekannt, dass du ins Glauben zu sein wirst. Und dass dir dort fehlt und das Blut von Jesus Christus, zum die Freimerken von Sünd. Und die Kraft von den Heiligen Geist, zum diese Sünd gewinnen. Bist du wahre geboren? Bist du eine neue Kreatur? Ist dort alles vergangen? Ist alles nie geworden? Wenn du nicht klare Antwort zu der Frau weißt, dann kannst du dir diese Frau fragen: Hast du wirklich was geändert in dein Leben, wenn du Jesus Christus annimmst? Von der wahre Geburt gibt es immer eine neue Kreatur. Wenn du diese Frau nicht mit einer klaren Ja kannst beantworten, was hält die träg? Denk an, was wir erst sehen. Das Sünd, der nimmt die wieder aus die West gehen, der hält die länger aus die West blieben, Krieg in der Hallen, und der kostet die viel mehr aus die West betonen. Du hast ein sehr gefährliches Wort in der Bibel. Und das ist Marien. Marien, wo ich meine Sinn bekannt. Marien, wo ich ändern. Ich will noch für mich selbst leben von Stolz hier in Sinn, in mein Fleisch. Ich kann noch Zeit. Und das ist ein Leben, was die so tun will haben, die sollst glauben. Die Wahrheit ist das. Du weißt nicht von, als du das nächste Mal was odemen, den Hort das nächste Mal was schlagen, und besonders nicht, als du morgen was haben. Die so tun, die weit, die Sklaverei von Sünd, der leidt in der Hall an. Die Bibel sagt, von der ist die Zeit. Nu ist die Zeit, zum Gott seine Radung annehmen. Komm ne Jesus von der. Hij ist reit, die annehmen als sein Kind. Hij ist reit, deine Sinn vergeben. Hij ist reit, dein Leben ändern. Hij ist reit, die wirklich in seine Familie anzunehmen. So was passiert das? Das fängt an mit dem Gebet, wie bekannt unser Sinn, wie Frauen für Vergebung, wie in Glauben sein, Jesus Christus, du bist Herr Gott. Und ich will haben, die als Herr Gott sein in mein Leben. Und in Glauben vertraue ich ihm, als uns Herr und Heiland, und besonders auch als uns Vater. Viele von unseren deutschen Menschen sind nicht gewandt zu beten. Die sind nicht gewandt, mit Gott persönlich reden. Aber Gott will besonders mit uns reden. Kriegst es wie würden mit einem Freund. Aber dann immer zum Andenken, dass wir Gott den Respekt wiesen als Gott. Wo steht dort von der Ding? Die Bibel sagt, die Engel im Himmel, die freuen sich, wenn ein Sünder Buße tät. Wenn ein Mensch sich bekehren tät. Die Frau für die von der ist: Bist du bekehrt? Hast du Jesus Christus angenommen? Bist du klar über deine Sünd? Nu habe ich noch eine Frau, und das hat zu tun mit Christen. Und das hat zu tun mit, als Christen sind wir wirklich frei von unserer Sünd. Das hört sich nicht der letzte Frau, aber nu werden wir die Christen wirklich bekicken und sein, als wir wirklich frei von der Sünd sind. Wir werden einen Vers bekicken in Römer Kapitel 7, Vers 23. Und das sagt dit: Aber an meine Glieder sei ich ein anderes Gesetz, dat jeden dat Gesetz stritt, dat ich donen will, en mich an dat sämtliche Gesetz verskloft, dort noch an mich ist. Das ist interessant, Paulus, der redet hier von sich selbst. Hij wir all bekehrt, hij wir all ein Christ, aber da wie ein Krieg, was in ihm passiert, ein Krieg gegen Sünd. In der Heine steht, sagt Paulus, er ist der Fürste von den Sünder. Als Christen, wir sollen nicht mehr in Sklaverei zu Sünd sein. Wir sind wirklich frei gemacht von der Sünd, durch das teure Blut von Jesus Christus. Jesus sein Blut macht uns nicht mehr rein von Sünd, das macht uns frei von Sünd. Da wie ein kleiner Jung, der besorgt seine Großeltern ab Form, und der geven armen Steinerschlang oder ein Slingshot wird wie sein, zu mit spielen.
En hij speelt manke bij hem. En das kleine Jong, hij kon niemals treffen, wat hij nog zielen deed. En hij werd een beetje aanmutig en hij ging terug, dat wie onkas tiet. En als hij terugging, zag hij, grootmama, die had een ant, dat wie de baaste ant. En das kleine jongens dan dong met ondenken, nam hij zijn steiner slang en liet een stein vliegen. En würde dat niet zo passieren. Hij traf de ant krak in kop en maakte hij dood. Hij kon dat niet geloven. Hij had niets getroffen de ganze namiddag. En nu had hij dit getroffen en dat maakte hem zeer treurig. In zijn boos, dat hij de dode ant versterken en een halt klampen, aber hij zag dat zijn zuster had het gezien, wat hij deed. Zijn zuster Sally, die had het alles gezien, aber zij zei niets te hem. Nou, onkas de nächste dag, de grootmama zei, Sally, willst du mich helpen abwaschen? Aber Sally zei, grootmama, Johnny zei, hij wil die helpen in de kerk. En dan fuschelt zij te hem, denk aan de ant. So Johnny, der muss abwaschen. Lothar den Tag, der Großpapa, der früher aus de Kinder wollen fashion gehen. Aber der Großmama sagt, mir dat leid, aber mir fehlt dat Sally mir halt mit het Unkas. Aber Sally verintelt und sagt, hey, that's okay, wenn Johnny sagt, hij will bei die bleiben und helpen. Und dann fuschelt sie weiter, denk an die Ant. Und so Sally, die ging fashion, und Johnny muss in der Kirche helpen. Nur ein paar Tage von Johnny, all Sally ihre Arbeit doen, op einmal kon hij dat nicht mehr länger doen. Hij kwam naar zijn grootmama en hij bekend dat hij had de ant doodgemerkt. De grootmama die knijdt zich door, geeft hem een grote hug en zei te hem, ik had die lief, ik weet dat. Ik zag die door bij een venster, ik zag krak waar die ant doodmerkst. En ik had die lief en ik had die al vergeeft. Ik wondert bloos hoe lang die woest sloten, Sally en Skloof van die merken. Dit is een beeld van ons. Vriend, wat immer du hast gedaan in der Vergangenheit, wat immer passiert ist, die Sot und die Schmidt dat noch immer den gesagt, wat immer dat ist, dieses weiten dat Gott, der stund bei ein Fenster und hij sagt dat alles. Hij hat den ganzen Leben gesehen. Hij will haben dieses dat weiten dat hij hat die Leib und du bist wirklich verjeft. Hij wundert bloß wo lang die warst die Soton, Loten und Sklov von die Merken. Dat wunderbare Ding von Gott ist, dass wenn wir für seine Vergebung fragen, hij der uns nicht nur vergeben, aber hij verjaht wirklich. Das ist der Gott seine Gnade und große Barmherzigkeit, dass wir wirklich gerat sind und erlöst von unserer Sünde. So wo ist das, dass so viele Christen so einen großen Kampf haben über die Sünde? Da sind ein paar Antworten zu das. Die Sünde lässt Gott zu uns. Na, eine Antwort ist, wie sind es ein Hund, der jetzt trägt sind, wat hij door heeft uitgekijkt. En een Schwein wat trägen Blatt an jet. Aber wenn wir da an denken, wat sind, dat is wirklich dat Kijk wat der Hund heeft uitgekijkt, oder dat Blatt. En dit is dat Bild wat de Bibel ons jeft, krijgt wenn dit. Die Soten, die ons verzekeren. Hij deed alles in zijn Kraft, dat hij onze Gemeinschaft mit Gott konnte nur schmerzen. Hij weet dat die Sünde, die trennt uns von Gott. Wo bist du als ein Christ? Wat zijn die dingen wat du in Kampf mit hast? Das jährliche Kampf jen sind, wat für uns ganze Lebenszeit da sein. Aber kein Sieg han über sind. Und die Antwort ist ja. Die Antwort ist in das Kreuz Jesu Christi. Dat Blut wat Jesus verjeiten deed für die, zum betonen für deine Send und für meine Send, und zum die Freimerken von deine Send. Wahre zum Schluss, die Frau für uns alle ist dit. Wo stehen wir mit unserer Sünde? Haben wir unsere Sünde bekannt zu Gott? Haben wir am angenommen als uns persönlicher Herr und Heiland? Und wenn wir dort haben, als ein Christ, als ein Nachfolger Jesus Christus, haben wir wirklich ein klares Verständnis, dass wir Sieg haben über die Sünde. Wir brauchen nicht mehr falsch sein zu unserer Sünde. Mein Wunsch und Gebet für uns, Nummer 1, ist, dass jeder einer wird von der Jesus annehmen, wer noch nicht hat. Und Nummer 2, wenn du einen Kampf hast, in deiner Sünde als ein Christ, dass du von der wirst Sieg haben, dass du von der wirst beten über Sieg. Und Jesus Christus wird die Kraft geben, über deine Sünde. Mag Gott sein Wort wirklich segnen. Du es ein Strom mit Blut gefällt, wird von Jesus Wunden steht. In wer sich
stäuben diesem Ström, wo drin von Sündenschutz, wo drin von Sündenschutz, wo drin von Sündenschutz, in wer sich stäuben diesem Ström, wo drin von Sündenschutz. Zus die Reba du umkriegst den Dach, sie echt voll von Sünserschlacht. Doch sie geht mir durch den Ström, wo steht meine Sünden weich, wo steht meine Sünden weich, wo steht meine Sünden weich. Doch sie geht mir durch den Ström, wo steht meine Sünden weich. Die Gottes Lamm dient dir blöd, hab von dir noch große Gröd. Dort wir am Glauben kommen, det Wort Fried von meinem Död, Wort Fried von meinem Död, Wort Fried von meinem Död. Dort wir am Glauben kommen, det Wort Fried von meinem Död. Nu zie ik van den Död ganz fried, durch den Blut ganz rennen nie. Dan lob ik die herrlichheid, van mijn leven is voorbij, van mijn leven is voorbij, van mijn leven is voorbij. Dan lob ik die herrlichheid, van mijn leven is voorbij. Dan lob ik die herrlichheid, van mijn leven is voorbij. Dankeschön, Freund, für mit uns Sunde, die letzte halbe Stunde auf das evangelische Radioprogramm. Wenn ihr irgendwas wieder Frauen haben, wenn das Programm oder würden gleich ein Mette halten mit Goben, könnt ihr uns schreiben. Wie die Gospel Message, Box 1760 Warman, Saskatchewan, Canada, SOK 4SO. Oder könnt ihr uns vielleicht durch E-Mail schreiben, gmmradio@sastel.net. Mocht Gott ihn wirklich segnen, diese nächste kommende Werk.